Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Ja, hallo, Nils Müller hier. Hallo, Herr Müller. Hier ist Herr Meier, Ihr Vermieter. Ich habe mich dazu entschieden, die monatliche Miete um 100 Euro zu erhöhen. Hallo, Herr Müller. Hier ist Herr Meier, Ihr Vermieter. Ich habe mich dazu entschieden, die monatliche Miete um 100 Euro zu erhöhen. Aber das können Sie doch nicht einfach so machen. Wir haben einen Mietvertrag. Aber das können Sie doch nicht einfach so machen. Wir haben einen Mietvertrag. Im Mietvertrag steht aber drin, dass die Miete jederzeit erhöht werden kann. Im Mietvertrag steht aber drin, dass die Miete jederzeit erhöht werden kann. Das kann nicht sein. Ich habe den Vertrag gelesen. Da stand nichts davon drin. Das kann nicht sein. Ich habe den Vertrag gelesen. Da stand nichts davon drin. Entweder Sie zahlen die Miete pünktlich oder ich werde jemand anderen finden, der das tut. Entweder Sie zahlen die Miete pünktlich oder ich werde jemand anderen finden, der das tut. Ich werde den Vertrag noch einmal lesen und mich bei Ihnen melden. Ich werde den Vertrag noch einmal lesen und mich bei Ihnen melden. Oh nein, mein Vermieter will einfach die Miete erhöhen. Ich habe den Vertrag damals nicht richtig gelesen, aber ich glaube nicht, dass er das einfach machen kann. Oh nein, mein Vermieter will einfach die Miete erhöhen. Ich habe den Vertrag damals nicht richtig gelesen, aber ich glaube nicht, dass er das einfach machen kann. Ich habe eine Idee. Ich rufe Andreas an. Er hat Jura studiert und kann mir bestimmt weiterhelfen. Ich habe eine Idee. Ich rufe Andreas an. Er hat Jura studiert und kann mir bestimmt weiterhelfen. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Hey Timo, was gibt es? Wie kann ich dir helfen? Hey Timo, was gibt es? Wie kann ich dir helfen? Andreas, ich habe ein großes Problem und brauche dringend deine Hilfe. Andreas, ich habe ein großes Problem und brauche dringend deine Hilfe. Natürlich, was ist denn passiert? Natürlich, was ist denn passiert? Ich habe gerade einen Anruf von meinem Vermieter bekommen. Er will einfach die Miete pro Monat um 100 Euro erhöhen. Das darf er doch nicht, oder? Ich habe gerade einen Anruf von meinem Vermieter bekommen. Er will einfach die Miete pro Monat um 100 Euro erhöhen. Das darf er doch nicht, oder? Das ist aber komisch. Was steht denn im Mietvertrag drin? Das ist aber komisch. Was steht denn im Mietvertrag drin? Er hat gesagt, dass er die Miete laut Vertrag einfach erhöhen darf. Ich bin mir nicht sicher, was im Vertrag steht. Ich habe ihn damals nicht richtig gelesen. Er hat gesagt, dass er die Miete laut Vertrag einfach erhöhen darf. Ich bin mir nicht sicher, was im Vertrag steht. Ich habe ihn damals nicht richtig gelesen.
Ich habe nochmal in den Gesetzen nachgeschaut. Dein Vermieter darf die Miete nicht einfach erhöhen, auch nicht, wenn das im Vertrag steht. Ich habe nochmal in den Gesetzen nachgeschaut. Dein Vermieter darf die Miete nicht einfach erhöhen, auch nicht, wenn das im Vertrag steht. Aber wenn es im Vertrag steht, dann darf er die Miete doch erhöhen, oder nicht? Aber wenn es im Vertrag steht, dann darf er die Miete doch erhöhen, oder nicht? Nein, selbst dann ist es gegen das Gesetz. Nein, selbst dann ist es gegen das Gesetz. Okay, danke Andreas. Mein Vermieter hat mir schon damit gedroht, mich rauszuwerfen. Was soll ich denn machen? Okay, danke Andreas. Mein Vermieter hat mir schon damit gedroht, mich rauszuwerfen. Was soll ich denn machen? Das darf er auch nicht. Wenn du einen normalen Vertrag hast, dann darf dein Mieter dich erst in 3 Monaten rauswerfen. Das darf er auch nicht. Wenn du einen normalen Vertrag hast, dann darf dein Mieter dich erst in 3 Monaten rauswerfen. Ja, du hast recht. Das stand im Vertrag drin. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, du hast recht. Das stand im Vertrag drin. Daran kann ich mich noch erinnern. Am besten, du rufst deinen Vermieter noch einmal an und erklärst ihm, dass du mit einem Anwalt gesprochen hast. Am besten, du rufst deinen Vermieter noch einmal an und erklärst ihm, dass du mit einem Anwalt gesprochen hast. Das werde ich machen. Vielen Dank für die Hilfe, Andreas. Das werde ich machen. Vielen Dank für die Hilfe, Andreas. Kein Problem, Timo. Sag mir gerne, wie das Gespräch mit deinem Vermieter war. Kein Problem, Timo. Sag mir gerne, wie das Gespräch mit deinem Vermieter war. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Meier. Haben Sie die Miete schon überwiesen? Hallo, Herr Meier. Haben Sie die Miete schon überwiesen? Nein, das habe ich nicht und das werde ich auch nicht. Sie dürfen die Miete nicht einfach so erhöhen. Nein, das habe ich nicht und das werde ich auch nicht. Sie dürfen die Miete nicht einfach so erhöhen. Natürlich darf ich das. Haben Sie den Mietvertrag nicht gelesen? Natürlich darf ich das. Haben Sie den Mietvertrag nicht gelesen? Doch, das habe ich. Ich habe auch mit einem Anwalt gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Sie kein Recht dazu haben, die Miete zu erhöhen. Doch, das habe ich. Ich habe auch mit einem Anwalt gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Sie kein Recht dazu haben, die Miete zu erhöhen. Entweder Sie zahlen die Miete oder fliegen aus der Wohnung raus. Entweder Sie zahlen die Miete oder fliegen aus der Wohnung raus. Das dürfen Sie auch nicht. Sie müssen mir 3 Monate Zeit geben, auszuziehen. Das dürfen Sie auch nicht. Sie müssen mir 3 Monate Zeit geben, auszuziehen. Entweder Sie zahlen die Miete, Herr Meier, oder wir sehen uns vor Gericht. Entweder Sie zahlen die Miete, Herr Meier, oder wir sehen uns vor Gericht. Dann sehen wir uns vor Gericht. Dann sehen wir uns vor Gericht. Das Gericht trifft sich heute im Fall Meier gegen Müller. Das Gericht trifft sich heute im Fall Meier gegen Müller.
Es geht um die Erhöhung der monatlichen Miete um 100 Euro. Es geht um die Erhöhung der monatlichen Miete um 100 Euro. Nach Prüfungen der Unterlagen haben wir entschieden, die Mieterhöhung zu verbieten, da sie gegen das Gesetz verstößt. Nach Prüfung der Unterlagen haben wir entschieden, die Mieterhöhung zu verbieten, da sie gegen das Gesetz verstößt. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!